Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Folge 3 von Fragen und Antworten mit Alexander Haus. Die heutige Frage kommt von Cedric. Cedric möchte wissen: Ich möchte das Denken der Menschen, welche mit mir zusammenarbeiten, durch meine Ratschläge verändern. Wie kann ich mein Bestes geben, um ihnen zu zeigen, wie sie sich in der Geschäftswelt besser fühlen können? Lieber Cedric, vielen Dank für deine Frage. Ich denke, das Denken der Menschen kann nachhaltig verändert werden durch das Kreieren von Emotionen. Nicht durch viele Informationen und Fakten, die sich deine Mitarbeiter oder auch, wenn wir einen Schritt weiter gehen, deine Kunden merken oder merken müssen. Denke zum Beispiel an die großen Autobauer. Sie verkaufen dir niemals ein Auto, niemals irgendein Gefährt. Sie verkaufen dir jederzeit Emotionen. Da gibt es die Freude am Fahren, da gibt es das Freiheitsgefühl, da gibt es die Erinnerung an irgendeinen Urlaub zurück, in der Safari oder weiß ich was du mit diesem Auto, mit diesem Gefährt erleben kannst. Aber eben, du kaufst nicht dieses Auto, sondern dieses Gefühl, dieses Erlebnis wiederholen zu können, was du schon mal gehabt hast. Oder am besten noch etwas erleben zu können, was du vorher noch nie erlebt hast, was dir kein anderes Gefährt bieten konnte. Nun, wie machst du das mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung? Wie gibst du das deinen Mitarbeitern auch weiter? Wie gibt das dein Team schlussendlich deinen Kunden dann weiter? Setzt euch zusammen, werdet kreativ. Du kannst das auch für dich alleine machen, aber wenn du ein Kreativteam hast oder ein Team hast, welches wirklich auch gut mitarbeitet, gut mitdenkt, dann setzt euch zusammen. Nehmen wir einmal an, du führst ein Taxiunternehmen in der Region München. Ihr fahrt mit euren Taxis von München aus so im Radius um etwa 100 Kilometer um die Stadt herum und erreicht da alle möglichen Ziele, bringt eure Fahrgäste dahin. Brich aus diesem Gedankengebäude aus. Verlasst diese starren Strukturen. Überlegt euch, was in einem Taxi überhaupt möglich ist. In einem Taxi allgemein wäre es möglich, von München aus nach Budapest zu fahren, nach Berlin zu fahren, nach Paris, nach Rom. Dann überlegt euch, wie fühlt sich oder wie soll sich ein Fahrgast bei euch fühlen, wenn er bei euch unterwegs ist? Welches Gefühl, welche Emotion könnt ihr hervorrufen bei einem Fahrgast, was kein anderes Unternehmen kann? Wie gesagt, durchbrecht diese Gedankenstrukturen, erlebt Emotionen, erlebt das, was ihr dann weitergeben wollt. Du erlebst das vielleicht zuerst. Wenn ihr ein Kreativteam seid, dann erlebt ihr das zusammen. Gebt das weiter, verkauft diese Emotion. Verkaufe, wenn du so willst, auch diese Emotionen deinen Mitarbeitern. Ich hoffe, dir mit der Beantwortung dieser Frage etwas weitergeholfen zu haben. Solltest du noch weitere Fragen dazu haben, lass es mich gerne wissen. Schreib mir einen Kommentar, schreib mir eine E-Mail. Auch ihr anderen Zuschauer, schreibt mir in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch inspiriert hat, was euch weitergeholfen hat und schickt mir gerne eure weiteren Fragen für eine weitere Folge von Fragen und Antworten mit Alexander Haus. Ich wünsche euch eine gute Zeit, macht's gut, ciao, ciao.